Ich bin Silke Panak und ich bin Vorständin Finanzen bei WeDesign. Und ich bin Dirk Husmann, ich bin CEO von WeDesign und WeDesign ist eine Design- und Markenagentur. Ja, mein beruflicher Hintergrund ist, ich habe im Grunde mit einem kleinen Misserfolg begonnen, nämlich mehrfach versuchen, an Hochschulen anzukommen. Und das hat dazu geführt, dass ich sowohl nachts in Zeitungen gearbeitet habe, bis morgens sowas wie Layouts gemacht habe mit der Hand noch und tagsüber gearbeitet habe als Praktikant in einer Werbeagentur und habe dann so im Rest des Tages meine Mappe gemacht. Die hat dann irgendwann tatsächlich funktioniert. Ich bin dann in Braunschweig an der HBK angenommen worden und habe dann nach einigen Jahren dann gekündigt, um am nächsten Tag beim Studium jemanden kennenzulernen, der mir meinen neuen Job bei WeDesign vorgestellt hat. Und seitdem bin ich da. Es gibt das Gerücht, ich wäre als Praktikant bei WeDesign eingestiegen. Ich bin nur als studentische Hilfskraft eingestiegen und bin deswegen schon seit sehr, sehr langer Zeit, nämlich seit 1997 bei WeDesign. Bin dann nach der ersten Kündigung bei WeDesign, ich wollte kündigen und die haben dann gesagt, wir gehen nach Berlin, willst du mit? Ich bin mitgegangen. Wir haben den neuen Standort hier in Berlin am Hackischen Markt aufgemacht und seitdem bin ich hier und bin dann in den Vorstand gekommen und habe dann 2 Jahre später WeDesign tatsächlich dann auch erworben und gekauft. Und das ist jetzt schon wieder 8 Jahre her. Jetzt sind wir hier. Ich habe meinen Werdegang ist auch ziemlich klassisch. Ich habe nach dem Abitur ganz brav auf meine Eltern gehört und erst mal 'ne Bankausbildung gemacht. Mache jetzt mal was Solides, ne, hieß es ja da immer. Und habe dann aber noch mal Gott sei Dank noch mal angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren und bin dann irgendwie durch Zufall in der ersten Kommunikationsagentur gelandet, Gott sei Dank in Berlin. Und dann habe ich lange im Projekt und Account Management gearbeitet, bin seit 2014 bei WeDesign, habe dann irgendwann den Personalbereich übernommen, dann ein Kind bekommen und bin jetzt seit 2020 im WeDesign-Vorstand. WeDesign gibt es schon echt eine ganze Weile. Wir sind 1982 gegründet worden, und zwar von 8 Studierenden der HBK in Braunschweig. Die waren auf einer Studienreise nach Paris und haben dort beschlossen, eben wir zu gründen, wie sie es damals genannt hat. Es gibt auch immer noch diese Gründungsurkunde, wo dann alle unterschrieben haben. Das ist ein schönes historisches Stück. Wenn man sie heute fragt, warum habt ihr V-Design gegründet, dann sagen die immer, ja, wir wollten irgendwie Designmittel machen. Und unter anderem haben die auch sich gemeinsam so eine Repro-Kamera gekauft. Also es ist, glaube ich, so für alle, die ein bisschen jünger sind, das ist so der Vorgänger vom Kopierer. Die waren, glaube ich, damals unfassbar teuer. Die konnte sich irgendwie keiner leisten und haben sich das irgendwie zusammen gekauft und damit dann auch gearbeitet und Design gemacht und ihre ersten Kunden gehabt und haben dann auch so Sachen gemacht wie, also dass alle 4 Wochen wechselte die Verantwortung für die Buchhaltung und es gab einen Pappkarton, wo dann diese ganzen Zettel reingeschmissen worden sind. Also das ist so im heutigen, wenn man da heute drüber nachdenkt, ganz lustig und aber auch so ein bisschen nicht mehr nachvollziehbar, dass es so funktioniert hat. Und seit 2001 gibt es uns auch in Berlin. Sind wir hierher gezogen, diese beiden Standorte. Wir sind mittlerweile 100 Mitarbeitende und auf Platz 6 der deutschen Corporate Design Agenturen im Ranking. Und das hat auch vor Corona schon angefangen, dass die Teams so standortübergreifend gearbeitet haben, aber jetzt ist es halt irgendwie noch mal verstärker geworden. Also man sucht nicht für einen Standort, sondern man sucht einfach jemanden, der zu V-Design passt und passend ist für so eine Stelle. Und es geht sich immer aus, dass es so ungefähr die Hälfte arbeitet in Braunschweig, die Hälfte arbeitet in Berlin. Das ist ganz interessant. Ja, die Frage nach dem Lieblingsprojekt ist eine, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Gerade wenn man, wie wir Design, schon über 40 Jahre alt ist, kann man kaum sagen, welches war denn unser Lieblingsprojekt. Und wir haben darüber nachgedacht und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass die Art und Weise, wie wir zu unseren Kundinnen und Kunden kommen, wie wir mit denen zusammenarbeiten, dafür sorgt, dass wir unsere Lieblingsprojekte eher so in Reihe erzeugen, weil wir nach ganz klaren Prinzipien auch aussuchen. Wir sagen, wir arbeiten nicht für alle Kundinnen und Kunden. Wir haben für uns immer mal definiert, mit wem wir gerne zusammenarbeiten möchten, um einfach auch eine gute gegenseitige Chemie herzustellen. Also wir haben wir nennen es immer den großen Mittelstand bis zu großen Unternehmen und Konzernen. Und das ist einfach für uns eine gute Basis, auf der wir dann aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten. Hört sich immer so an, als wenn wir uns was aussuchen, aber uns ist wichtig,
dass die Menschen, die bei uns arbeiten, Dinge tun, die sie gerne tun, Mhm. weil nur dann werden sie auch gut. Wenn wir Anfragen bekommen von interessierten potenziell neuen Kunden oder für Pitches oder Ausschreibungen, dann wird das natürlich erst mal geprüft von unserer New Business Abteilung, um zu gucken, passt das irgendwie zu uns? Gibt es so bestimmte Kriterien, die dann irgendwie mal einmal durchdekliniert werden. Und wenn das dann so ist, dass wir sagen: „Okay, das klingt total super“, dann werden diese Informationen auch zu einem Erstgespräch, das geführt worden ist, alle Mitarbeitenden, verteilt und die Teams können sich das dann anschauen gemeinsam und 2 3 Tage später gibt es einen Termin. Pro Team geht eine Person in dieses Meeting rein und sagt: „Wir wollen das gerne haben, weil wir haben die Expertise, wir haben die Kapazitäten, wir haben, andere Kunden, die eben in dem Bereich arbeiten. Das heißt, wir sind genau richtig dafür“ und diskutieren das dann untereinander aus. Mhm. Also bei uns werden Dinge nicht vergeben und verteilt, sondern wir nehmen sie an, wenn ein Team es annimmt und wirklich dafür brennt. Und das ist natürlich eine gute Grundvoraussetzung für Lieblingsprojekte, Ja. weil dann einfach die intrinsische Motivation da ist. Das ist ein Grundprinzip von Wir-Design. Vor ungefähr 2 Jahren, also 2023, haben wir sehr intensiv darüber diskutiert, was wir als Designagentur tun können, um nachhaltig zu werden. Also es ist ein Begriff, der bei uns mittlerweile nicht mehr so den allerbesten Ruf hat, weil Nachhaltigkeit sehr verbraucht ist. Es wird von jedem sehr unterschiedlich Mhm. interpretiert und wir haben überlegt, was unsere Sicht zu dem Thema ist. Und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass wir als Designagentur wenig tun können für die Ökologie. Natürlich haben wir einen indirekten Einfluss darauf, für wen wir arbeiten, was wir produzieren, wie wir es produzieren. Nur ist es so, wir haben hier Lampen, wir haben hier Menschen, wir haben Heizung und wir sind dann sehr schnell am Ende mit dem, was wir tun können. Wir sind CO2-positiv und so weiter. Also wir können kaum was tun. Es gibt hier kein Papier mehr. Es ist alles einmal, wir sind einmal durchgegangen, haben uns da auch beraten lassen. Dann haben wir überlegt, Nachhaltigkeit sollten wir vielleicht ein bisschen breiter betrachten und das Thema eher Richtung Gesellschaftsorientierung auch sehen. Und da sind wir auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen. Die basiert auf den SDGs, also den Sustainable Development Goals der UNO. Und damit ist man natürlich in einem Spektrum, wo man sagt, im Grunde, wenn wir uns daran orientieren, tun wir in verschiedenste Richtungen genau das Richtige und wir wollen vor allem in diesen Bereichen immer besser werden. Und es ging nicht darum, den Status zu erreichen, sondern man macht es initiativ und dann sagt man, okay, ab hier, nach dem ersten Testat, dass man mal überprüft wird, die ersten Eigenbilanz, dann beginnt man tatsächlich auch nach und nach Dinge zu verbessern. Das geht vom Papier bis Mhm. hin zu, müsst ihr wirklich mit Apple arbeiten, wo wir die Frage erstmal gar nicht verstanden haben, aber dann klar wurde, es geht darum, wirklich jeden Stein einmal hier umzudrehen, um zu gucken, wo könnten wir besser werden. Und das Schöne daran ist, man ist nicht ein gutes Unternehmen, sondern ist eigentlich ein Unternehmen, das auf dem Weg ist, immer besser zu werden. Und das haben wir begonnen. Wir haben dann einen etwas längeren Prozess ein Jahr lang gemacht und nach ungefähr einem Jahr haben wir dann das tatsächlich dann auch geschafft, diesen Bericht zu erstellen und man wird dann bewertet und den haben wir sehr positiv abgeschnitten und wir sind da zum einen sehr stolz drauf, zum anderen ist es toll, dass wir in diesem Unternehmen, das ja selbst organisiert ist, Leute haben, die das von sich aus erstellt haben. Und für die war es vielleicht auch ganz interessant, mal überall reinzuschauen. Also wirklich sprichwörtlich überall reinzuschauen. In Zahlen, Daten, Fakten, in alles, was wir hier tun. Das war eine tolle Sache, die wir sehr gerne gemacht haben und wo wir glauben, dass das die Art von Nachhaltigkeit ist, über die wir Mhm. auch wirklich ernsthaft und realistisch sprechen können. Bei der Gemeinwohlökonomie geht es ja um ein alternatives Wirtschaftskonzept. Also, es geht ja nicht darum, dass keiner mehr, Gewinne erwirtschaften darf und dass man als Unternehmen nicht mehr, alleine agieren kann, sondern es geht einfach darum, dass die Wirtschaft nicht immer sich nur bedient aus Natur und den ganzen Ressourcen, die da mitkommen, aus den Menschen und sowas, sondern dass es alles einfach Hand in Hand geht und dass man, mit dem, was man tut, auch irgendwie immer einen Blick auf die Gesellschaft hat. Unsere Verbindung zum IDZ besteht schon seit sehr, sehr langer Zeit und das ist, man könnte jetzt kann man sagen, über Generationen schon gewachsen. Gerade die alten Inhaber von Wir-Design haben sehr intensiv auch mit dem IDZ schon im letzten Jahrhundert zusammengearbeitet. Es ist tatsächlich so, sogar im letzten Jahrtausend. Und ich persönlich habe schon Ende der 90er Jahre haben wir zusammen fürs IDZ noch einen dieser voluminösen, großen, schönen, aufwendig produzierten Geschäftsberichte gemacht. Wir haben uns auch gerade früher sehr intensiv, sagen wir mal, dem Einfluss von Design auch auseinandergesetzt. Was können wir denn auch hier so mit Design bewegen? Und da hat das IZ natürlich einfach auch eine
'ne führende Rolle zu der Zeit und heute natürlich auch noch übernommen. Und deswegen ist es, 'ne sehr lange und sehr gute Beziehung, die wir da pflegen. Wir schätzen einfach auch am EWZ so sehr, dass die eben diesen Austausch auch zwischen den Agenturen fördern, der für uns total wichtig ist und den wir auch, glaube ich, immer weiter unterstützen gerne. Und ich glaube auch, dass diese Haltung vom EWZ uns sehr, sehr nahe steht, zu sagen, Design ist nicht nur da, um irgendwie schön zu machen, sondern Design ist dafür da, um auch die Zukunft zu gestalten. Denn DesignerInnen hatten immer schon, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Kompetenz, Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden. Mich inspiriert vor allem auch, was so ein bisschen mir meinen Horizont erweitert. Und, ich kann sehr empfehlen, mal in die Arte-Mediathek zu gehen, klar, wo sonst? Um dort mal dieses Format mit offenen Karten sich anzuschauen. Das Mhm. ist toll, Und weil im Grunde wird die Welt erklärt anhand von, wie sich bei uns verschiedene Kartenkonstellationen verändern. Und das habe ich mir vor Kurzem angeschaut, zum Beispiel über den ganzen Nahostkonflikt, wird dargestellt von 1800 etwas mhm. bis heute. Und das sind einfach tolle, sehr informative und sehr, sehr auf den Punkt gebrachte kleine Wissenshäppchen und sehr zu empfehlen. Bei mir fängt Inspiration schon beim Radiosender an. Also ich persönlich bin großer Fan vom Deutschlandradio, egal was, Kultur am Wochenende und Deutschlandradio so unter der Woche, um einfach mal ziemlich schnell so den Tages abgeholt zu werden, oder auch irgendwie vom Handelsblatt das Morning Briefing, der Podcast, den finde ich auch total super, um da in kürzester Zeit einen guten Überblick zu bekommen. Und ein Tipp für die Menschen mit Kindern unter uns: Es gibt gerade im Martin-Gropius-Bau eine Ausstellung, die heißt Bau, Bau für Kinder. Und die kann ich sehr empfehlen. Die ist wirklich großartig.